Auf elektronische Bücher, auch E-Books genannt, hat man von überall her Zugriff. Nebst dem Laptop muss man auch kein zusätzliches Gewicht mit sich herumtragen. Wollen nun alle Studierenden lieber mit E-Books lernen, können wir in der Bibliothek die Regale leer räumen und durch zusätzliche Arbeitsplätze ersetzen? Schauen wir mal. Wissenschaftliche Bibliotheken geben viel Geld für den Kauf und die Lizenzierung von E-Books aus, im Vergleich zu gedruckten Büchern. Bei uns ist das fast 5-mal mehr. Da möchte man schon wissen, werden diese E-Books denn auch gut genutzt? Leider ist ein direkter Vergleich schwierig. Bücher werden als Ganzes ausgeliehen, aber wenn sie jemand in der Bibliothek liest, kurz hineinschaut oder auch den ganzen Tag zum Lernen verwendet, dann zählt das nicht als Ausleihe. E-Books können je nach Plattform abschnitts- oder kapitelweise oder auch als Ganzes heruntergeladen werden. Kurzes Hineinschauen zählt auch schon als angeklickt. Gemäß unseren Statistiken werden beide Formate sehr gut genutzt. Aber eben ein direkter Vergleich bleibt schwierig. Daher habe ich vor der Pandemie unter unseren Medizinstudierenden eine Umfrage durchgeführt. Zu den Fragen, mit welchem Format sie lieber lernen und welche Vor- und Nachteile der beiden Buchformate sie wahrnehmen. 94 Medizinstudierende haben den Fragebogen ausgefüllt. Davon nutzten 90% mindestens einmal pro Woche oder fast täglich Vorlesungsskripte zum Lernen. 69% nutzten gedruckte Bücher und 48% E-Books. Gedruckte Bücher wurden also signifikant häufiger verwendet als E-Books. Studierende, welche sich auch öfter physisch in der Bibliothek aufhielten, nutzten ebenfalls mehr Printexemplare. Gedruckte Bücher und E-Books wurden dabei unterschiedlich verwendet. Fakten wurden in beiden Formaten gleich häufig nachgeschlagen. Bücher wurden fast nie komplett gelesen und wenn, dann in gedruckter Form. Einzelne Kapitel wurden auch signifikant häufiger in Printexemplaren gelesen. Da wir nicht für alle Medizinstudierenden ein gedrucktes Exemplar zur Verfügung stellen können, wir haben maximal 15 Stück von einer Auflage, fragte ich sie auch, ob sie ihre eigenen Bücher kaufen würden. 46% sagten, sie würden immer oder häufig ein Printexemplar kaufen, nur 3% ein E-Book. Gedruckte Bücher verwenden die Studierenden zu Hause, in der Bibliothek oder zum Lesen von längeren Abschnitten. Sie schätzen daran, dass man Markierungen und Notizen anbringen kann und dass sie angenehmer für die Augen sind. Studierende finden gedruckte Bücher auch übersichtlicher, können gut darin blättern und sich orientieren. Manche schrieben, sie könnten damit besser lernen. Trotzdem sind die Studierenden bezüglich des Formats flexibel. Unterwegs, zum Nachschlagen oder falls kein Printexemplar in der Bibliothek mehr vorhanden ist, greifen sie auf E-Books zurück. An ihnen schätzen sie die Verfügbarkeit überall und zu jeder Zeit und auch, dass man kein zusätzliches Gewicht herumtragen muss. Wegen der praktischen Suchfunktion kann man gut in E-Books nachschlagen. Es entstehen den Studierenden auch keine zusätzlichen Kosten. Unklar ist aufgrund der spärlichen Forschung, womit man nun besser lernt. Vielleicht kann man den Umgang mit E-Books ja auch lernen. Denn Funktionen wie Markierungen oder Notizen anzubringen, wären ja vorhanden. Interessant ist nun der Vergleich der E-Book-Nutzung im Pandemiejahr 2020 gegenüber 2019. Die Nutzung der Lehrbücher folgt dem universitären Fahrplan. Während dem Semester und kurz vor den Prüfungen sind die Nutzungszahlen höher als während der vorlesungsfreien Zeit. Hier sehen wir das Beispiel von E-Books auf der Plattform Science Direct. Im April und September 2020 wurden diese Titel häufiger genutzt als 2019. Aber über das ganze Jahr wurde auf diese E-Books 2020 nicht häufiger zugegriffen. Woran das liegt, haben wir nicht evaluiert. Man könnte spekulieren, dass Studierende, die sowieso schon gerne E-Books nutzen, die einfach weiterhin genutzt haben und andere, die lieber mit Printexemplaren lernen, diese sich schon rechtzeitig vor dem Lockdown besorgt hatten. Inzwischen haben bereits Kinder in der Primarschule Tablets und lesen darauf Bücher. In ein paar Jahren werden wir sehen, ob sie dann im Studium ein anderes Lese- und Lernverhalten zeigen als unsere jetzigen Studierenden, die immer noch lieber ein Buch in der Hand halten.